Oft hört man das Wort BIP im Zusammenhang mit dem Wohlstand. In der Türkei wächst das BIP seit Jahren an. Aber was heißt das für den türkischen Bürger? Was hat die Türkei vom BIP? Was ist das BIP überhaupt? Und wofür wird dieses verwendet? Mit dem BIP kann man die Veränderung des Wohlstandes in einem Land messen. Daraus kann man nämlich schließen, wie viel das Durchschnittseinkommen der Bürger in einem Land beträgt. Die Abkürzung BIP bedeutet Bruttoinlandprodukt. Es zeigt auf, wie viele Güter und Dienstleistungen in einem Land innerhalb eines Jahres hergestellt und verkauft wurden. Wie wird die Änderung des Wohlstandes in einem Land gemessen? Mit dem nominalen BIP ist das nicht möglich. Denn beim nominalen BIP werden nicht Stückzahlen, sondern Preisänderungen gemessen. Das heißt, wenn als Beispiel im ersten Jahr ein Auto produziert wurde, welches $40.000 kostet, und im zweiten Jahr auch nur ein Auto produziert wurde, welches nun aber $50.000 kostete, dann wäre das BIP gewachsen. In der Realität hat das Land dann aber nicht mehr produziert. Das BIP wäre in diesem Fall unverändert geblieben, weil in beiden Jahren nur ein Auto produziert wurde. Und eine genaue Aussage machen zu können, nimmt man deshalb das reale BIP für eine Darstellung der Produktionsleistung. Um hier auch mit anderen Ländern vergleichen zu können, wird das reale Gesamt-BIP durch die Anzahl Einwohner im Land geteilt. So erhält man das BIP pro Kopf in Dollar. Aber auch damit kann man noch nicht zwei Länder in der Realität vergleichen. Denn jetzt müsste noch das Preisniveau der beiden Länder berücksichtigt werden. Denn mit $100 kann man in den USA nicht die gleiche Menge an Güter und Dienstleistungen einkaufen, wie mit den gleichen $100 in der Türkei. Deshalb wird der exakte Wert eines BIP pro Kopf noch kaufkraftbereinigt ermittelt. Dieser Vergleich wird immer mit US-Dollar gemacht und als BIP pro Kopf BPP oder KKP angegeben. Das BIP pro Kopf der Türkei wird aktuell mit $13.251 pro Jahr angegeben. Aber mit diesem Betrag ist der Türke in der Lage, die Menge an Waren in der Türkei zu kaufen, für die er in den USA $31.252 bezahlen würde. Also hat der Türke eine durchschnittliche Kaufkraft von $31.252 pro Jahr im weltweiten Vergleich. Das sind $2.604 pro Monat Durchschnittseinkommen, was ein Türke netto zur Verfügung hat. Nur so kann man zwei Länder miteinander vergleichen und herausfinden, wie es um den Wohlstand dieses Landes steht. Auf den Mindestlohn gerechnet, ist das tiefste Bruttoeinkommen in der Türkei umgerechnet aktuell bei $370. Mit Berücksichtigung der Kaufkraft können Mindestverdiener pro Monat die Menge Produkte kaufen, für die man in anderen Ländern $885 bezahlen muss.